Hi, schön, dass ihr dabei seid bei der ersten Folge unseres neuen Formats Gute Frage. Ich bin Karl und gemeinsam mit meiner Kollegin Susanne, die ihr im nächsten Video kennenlernen werdet, versuchen wir in jeder Folge dieses Formats eine gute Frage aus möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln zu beantworten. Für die erste Folge haben wir uns jetzt hier auf den Weg in den großen Garten gemacht. Und wenn man sich hier mal so umschaut, entdeckt man mit Faltern, Bienen und Co. überall Insekten, die gerade fleißig dabei sind, Blüten zu bestäuben. Und trotzdem hört man in den Medien immer wieder vom Insektensterben. Und genau deswegen wollen wir uns in der ersten Folge mit der Frage beschäftigen, sterben wir eigentlich aus, wenn die Bienen verschwinden? Schon 1949 soll Albert Einstein gesagt haben, wenn die Biene von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Keine Biene, keine Bestäubung, keine Pflanzen, keine Tiere, kein Mensch. Inzwischen weiß man, dass Albert Einstein das so nie gesagt hat. Trotzdem wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich dran an dem Zitat und mehr über die Gründe und mögliche Lösungen für das Insektensterben erfahren. Aber wie nah stehen wir denn jetzt eigentlich vom Aussterben der Biene? Um das zu klären, haben wir uns hier in den Botanischen Garten aufgemacht. Der grenzt übrigens direkt an den großen Garten. Und hier sind wir verabredet mit Frau Doktorin Barbara Ditsch. Sie ist Leiterin des Botanischen Gartens und kann uns mehr darüber erzählen, wie es jetzt eigentlich um das Insektensterben steht. Ja, schön, dass es geklappt hat. Hallo. Wir wollen über das Insektensterben reden. Wie viele Insekten sind denn schon ausgestorben und wie viele stehen vielleicht kurz davor? Das ist eine Frage, die niemand beantworten kann. Um Insekten zu bestimmen, ist ziemlich viel Einarbeitungszeit nötig. Es ist ganz klar, Insekten sind eine sehr vielgestaltige Tiergruppe. Fliegen, Bienen, Falter natürlich, das sind die, die uns ins Auge fallen. Unendlich große Gruppe von Käfern. Also sehr unterschiedliche Tiere, die sich unter diesem Sammelbegriff Insekten verbergen. Das heißt, man kann es gar nicht so richtig quantifizieren, wie viele Insektenarten es jetzt sind, die vom Aussterben bedroht sind? Oder? Also ich kann Ihnen dazu keine Antwort geben und ich glaube nicht, dass Sie jemanden finden, der Ihnen da eine griffige Zahl direkt nennen kann. Aber jetzt spricht man ja trotzdem gerade vom Insektensterben und hört immer mal wieder davon. Seit wann lässt sich denn diese Entwicklung, seit wann zeichnet sich das ab, dass es schlimmer wird? Das Ganze ist natürlich ein schleichender Prozess. Ganz klar, das passiert nicht von heute auf morgen. Insofern merkt man es gar nicht so richtig. Und man sollte nach den Ursachen fragen. Warum werden Insekten eigentlich seltener? Und wenn wir diese Frage uns überlegen, dann kommt man sehr schnell zu dem Ergebnis, die Tiere haben im Grunde die gleichen Grundbedürfnisse wie wir selber auch. Die natürlichen Lebensräume bieten das alles. Da, wo der Mensch eben eingreift, können jetzt einzelne dieser Säulen wegbrechen. Und in diesem Zusammenhang kann dann auch sehr schnell eine Pflanzen- oder Tierart von der Bildfläche verschwinden. Wenn wir vom Bienensterben reden, meinen wir eigentlich das Sterben der Wildbiene, oder? Es gibt 2 Komponenten. Das eine ist das Problem des Imkers, was er mit seinen Stöcken hat. Das zweite ist der Verlust der Artenvielfalt bei den Wildbienen, also das Schwinden der Biodiversität. Und das ist natürlich ein Problem, was uns in vielen Bereichen der Biologie Sorgen macht. Ja, und apropos Bestäuber und ihre Bedeutung. Wir haben hier ein Video aufgenommen aus dem Botanischen Garten mit Frau Doktorin Barbara Ditsch. Und das Video könnt ihr euch hier übers i angucken. Wir blenden euch mal kurz einen Ausschnitt ein. Bienen sind mit großem Abstand unsere wichtigsten Bestäuber. Außer der Honigbiene gibt es in Deutschland etwa 580 Wildbienenarten. Alleine hier im Botanischen Garten sind über 100 davon unterwegs. Sie unterscheiden sich in ihrer Größe, in der Wahl ihrer Nahrung, in der Wahl ihres Nistplatzes, aber auch im Sozialverhalten. Mal angenommen, die Bienen würden tatsächlich aussterben. Würde das bedeuten, dass wir dann gar keine Bestäubung mehr hätten oder würden dann andere Insekten vielleicht die Rolle übernehmen, einspringen, das Ganze kompensieren? Da gibt es wieder 2 Komponenten, die wir betrachten müssen. Zum einen ist es so, dass keine andere Insektengruppe die Bienen ersetzen kann, weil die Biene tatsächlich auf den Blüten nicht nur Nahrung für sich selber sucht, sondern auch für ihre Larven. Also in der Intensität des Blütenbesuchs kommt gegen Bienen kein anderes Insekt an. Die zweite Komponente ist, dass Blüten ja auch sehr unterschiedlich gestaltet sein können.
Wir haben hier eine Tabakform in der einjährigen Sammlung unseres Gartens und wir erkennen, das ist eine Blüte mit einer ganz, ganz langen Röhre. So eine Blüte ist ganz typisch für Falterbestäubung, denn eine Biene würde hier unten an den Nektar in der Röhre gar nicht drankommen. In nächster Nachbarschaft blüht hier gerade eine Tomate und das ist eine typische Blüte, die von Bienen und Hummeln bestäubt wird. Also manche Blüten könnten Ersatzbestäuber finden, aber andere Blüten hätten da sicherlich ein Problem und würden dann unbestäubt bleiben. Wenn wir an unser Obst und Gemüse denken, dann würde ich schätzen, wahrscheinlich etwa 90% des Gemüses und Obstes, was wir kennen, würde ausfallen, denn da finden sich wirklich ganz stark überwiegend insektenbestäubte Arten und Sorten. Ganz so einfach lässt sich die Frage, ob wir aussterben, wenn die Biene verschwindet, also nicht beantworten. Und das Problem scheint auch größer zu sein, als einfach nur auf die Biene zu schauen. Über mögliche Lösungen wollen wir im späteren Verlauf des Videos noch reden. Jetzt machen wir uns erstmal auf nach Tharandt, um dort mehr über die Gründe für das Insekten- und Bienensterben zu erfahren. Hier in Tharandt studieren und forschen seit über 200 Jahren Forstwissenschaftlerinnen und Forstwissenschaftler. Eine davon ist Julia Feld-Nartmann. Sie arbeitet hier im Kotterbau an der Professur für Forstzoologie. Genau, und hier sind wir jetzt bei Julia Feld-Nartmann im Büro. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Willkommen. Gibt es denn die eine Ursache fürs Insektensterben? Nein, das wäre zu einfach. Also es gibt viele unterschiedliche Sachen, die auch zusammenhängen. Das macht das natürlich so problematisch. Und welche Problemfelder gibt es da? Was spielt da mit rein? Zum Beispiel der Klimawandel, bei uns ein bisschen weniger, in Tropen, in hohen Norden mittlerweile deutlich. Dann natürlich die intensive Landwirtschaft ist ein großes Problem für die Insekten. Stichwort Klimawandel. Was versteht man denn unter dem Mismatch? Mismatch, genau. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Futterpflanze zu einer anderen Zeit blüht, als der Insekt erscheint. Das kann zum Beispiel passieren, wenn die Blumen dann blühen, wenn das Temperatur richtig ist, wenn im Frühjahr, im Sommer die richtige Temperatursumme erreicht ist, dann öffnen die Blumen. Die Insekten folgen aber nicht immer der Temperatur, sondern die Tageslänge. Die fliegen dann, wenn der Tag lang genug ist. Normalerweise passieren diese zwei Sachen gleichzeitig. Wenn der Tag lang ist, im Mitsommer, dann blumen auch die Blumen, die Temperatur ist richtig. Aber heutzutage wird es oft früher wärmer als vorher. Das heißt, die Tage sind immer noch kurz, wenn die Blumen aufgehen. Die Insekten sind noch nicht fertig und dann blumen die Blumen ohne Bestäuber. Die Insekten schlüpfen dann und finden nichts mehr zu futtern. Also so verschiedene Mismatches in Ökologie können zu unterschiedlichen Effekten leiten. Und dann gibt es ja auch so kuriose Effekte, die man feststellen kann, dass zum Beispiel der Schnee fehlt einfach und es deswegen zu kalt wird. Genau, Klima wird wärmer, wir haben kein mehr Schnee im Winter, aber wenn man ganz genau betrachtet, da auf Erdniveau unter der Streu, da ist es tatsächlich kälter, weil die Schneedecke, die gut isoliert, die fehlt. Und das ist ein Problem für Insekten, die in der Streuschicht überwintern, zum Beispiel als Eier oder als Puppen. Für den ist der Winter plötzlich viel, viel kälter, obwohl die ganz Temperatur wärmer ist. Welche Rolle spielt denn die Landwirtschaft für das Insektensterben? Die Landwirtschaft heutzutage ist sehr intensiv und das ist das Problem. Wir haben ja tausende Jahre geäckert und Landwirtschaft getrieben, aber noch nie vorher so große Probleme für die Biodiversität, für die Insekten, für andere Fauna verursacht wie heutzutage. Wir nehmen die Insekten ihre natürlichen Habitate weg. Weniger Wald, weniger wilde Wiesen zum Beispiel. Was statt die Wälder da steht, sind riesige Monokulturen. Da gibt es keine Habitate, kein Lebensraum, wo die Insekten sich wohlfühlen können. Und spielen Insektizide da auch eine Rolle? Also Insektiziden spielen natürlich eine große Rolle. Insektiziden sind ja eigentlich da, um Insekten zu töten. Das machen die auch leider sehr effektiv. Und auch sogenannte bienenfreundliche Mittel können zu Problemen führen. Zum Beispiel verlieren die Bienen die Orientierungsvermögen. Die finden nicht mehr nach der Futtersuche zurück zu ihrem Bienenstock und sterben dann irgendwann.
Vielen Dank für deine Zeit und wir haben jetzt gerade gehört, welche entscheidende Rolle die Landwirtschaft beim Insekten- und Bienensterben spielt und genau deswegen gucken wir uns da jetzt mal an, welche Lösungen es auf diesem Gebiet vielleicht gibt. Dafür sind wir jetzt hier am Institut für Agrarsystemtechnik und treffen Professor Thomas Herlitzius. Und mit ihm sprechen wir darüber, wie Landwirtschaft in Zukunft insektenfreundlicher werden kann und was vielleicht auch jede und jeder Einzelne dafür tun kann. Ja, schön, dass es geklappt hat. Vorneweg die Frage, wie wird Landwirtschaft insektenfreundlicher? Also wie Landwirtschaft insektenfreundlicher ist natürlich nicht die erste große Herausforderung, die vor Landwirtschaft steht. Allerdings ist man sich bewusst, dass das werden soll. Und dann gibt es jetzt eine Menge Initiativen, wo man überlegt, wie kann man nachhaltiger mit der Natur umgehen. Und wenn man ganz weg will von der Chemie, wie eben auch Biolandwirtschaft unbedingt muss und möchte, dann sind wir bei der mechanischen Unkrautbekämpfung und das war eben in den letzten Jahren kein Thema, keine Frage, weil wir ganz einfach mit Chemie ganz alle Probleme gelöst haben. Wenn wir das jetzt nicht mehr wollen, müssen wir uns da wieder überlegen, zurück, wie war das vor 50 und vor 100 Jahren, wie hat man gehackt und bringen das jetzt aber eben auf ein Produktivitätsniveau und ein Automatisierungsniveau von heutiger Technik. Apropos Bio, kann man so pauschal sagen, Bio ist besser, insektenfreundlicher? Bio ist bestimmt insektenfreundlicher, weil ja Biolandwirtschaft eine Menge des künstlichen Düngers und der Pflanzenschutzmittel nicht verwendet. Dementsprechend aber auch, und das ist ein Nachteil von biologischer Landwirtschaft, irgendwo beim Ertragsniveau von 50, 60, 70% der konventionellen Landwirtschaft ist. Bedeutet, Biolandwirtschaft ist nachhaltiger, aber wir lösen damit nicht die Ernährungsfrage der Zukunft, wenn wir davon ausgehen, dass wir tatsächlich 150 bis 200% der heutigen Nahrungsmittelproduktion schaffen müssen, wenn dann mal 9 bis 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Die Wirtschaftlichkeit entscheidet halt am Schluss. Und das System funktioniert dann am besten, wenn wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bedarf und Nachfrage haben, weil dann die Innovation im Prinzip auch wirklich zum Tragen kommt, wenn man sowas reguliert. Das ist eben nur die zweitbeste Lösung. Wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? Also wir sprechen momentan, wie auch in anderen Bereichen der Wirtschaft, davon, dass Digitalisierung den Einzug hält. Digitalisierung bedeutet Automatisierung auf nicht nur Maschinenniveau, sondern auch Betriebsniveau, Prozessniveau, Verfahren, Betriebsniveau. Und mit Automatisierung kann man natürlich in Richtung mehr Maschinenbedienung denken, kann man Maschinen verkleinern, dann kommen wir in diese autonomen Robotikzweige rein. 2035 ist so der Zeitpunkt, wo das signifikant im Markt Einzug halten wird und 2050 wird das eigentlich die bestimmte Technologie im Markt sein. Wir werden also eine sehr große Vielfalt sehen und schneller, größer, weiter wird nicht mehr das alleinige Produktivitätsmerkmal sein. Ja, vielen Dank für die Zeit und für die Antworten. Aber nicht nur die Landwirtschaft und unser Konsumverhalten können zum Insektenschutz beitragen, auch bei unseren Städten gibt es noch viel Potenzial. Und wie das aussehen kann, entdeckt man zum Beispiel hier auf dem Campus der TU Dresden. Und um herauszufinden, wie das konkret aussieht, bin ich jetzt hier am Lehmann-Rechenzentrum direkt hinter der Fakultät Informatik. Hier warten schon Dr. Matthias Nuss und Ulrike Seiler auf mich. Die beiden machen aus ganz gewöhnlichen Wiesen lebendige, artenreiche, sogenannte Schmetterlingswiesen. Und wie sie das gemacht haben, das werden sie mir jetzt verraten. Hallo, schön, dass es geklappt hat. Hallo. Ja, insektenfreundliche Wiesen oder blütenreiche Wiesen. Was macht so eine Wiese aus? Wie kann man das beschreiben? Warum sind die sinnvoll? Also zunächst einmal geht es bei den Insektenwiesen um die Frage, fühlen wir uns verantwortlich, die Artenvielfalt in unserer Umwelt zu erhalten. Und es gibt eine Vielzahl von Pflanzenarten und eine Vielzahl von Insektenarten, denen wir nur auf solchen Wiesen ein Auskommen ermöglichen können. Wie sieht es konkret aus? Was macht eine insektenfreundliche Wiese aus? Das A und O bei der Insektenwiese ist, dass sie partiell gemäht wird. Das heißt, bei jedem Maatdurchgang lasse ich einen Teil der Wiese ungemäht. Wir empfehlen einmal 30% der Fläche und in diesem Teil der Fläche können sich Larven, Eier, Puppen weiterentwickeln. Wir empfehlen maximal 3 Maatdurchgänge auf nährstoffreichen Standorten. Das heißt 2 Monate oder mehr zwischen 2 Maatterminen. Und in dieser Zeit können sich also Pflanzen bis zur Blüte und zur Samenreife entwickeln. Und viele Insekten schaffen es auch in dieser Zeit, sich bis zum adulten Insekt zu entwickeln. Gut, dann wollen wir uns das einfach mal konkret angucken, was das bedeutet, wie es hier zum Beispiel bei uns auf dem Campus aussieht. Wir haben uns ja extra eine Stelle ausgesucht, wo man das ganz gut sehen kann. Vielleicht gehen wir einfach mal ein Stück. Genau. Und was hat es mit diesem Holzhaufen hier auf sich? Naja, das ist im Prinzip ein weiteres Strukturelement, um Insekten Brut- und Nisthabitate anzubieten in diesen Totholzhaufen.
können also auch Insekten Unterschlupf finden. Das ist also ein weiteres Angebot sozusagen. Also wie so eine Art Insektenhotel. Eine Art Insektenhotel. Apropos Insektenhotels. Wir waren hier mit Student Tom. Tom gehört zur TU Umweltinitiative, kurz TUVI, und hat uns anhand dieses Insektenhotels hier erklärt, wie eigentlich ein optimales Insektenhotel aussehen müsste. Und das Video findet ihr hier auf dem i und einen kleinen Ausschnitt gibt es jetzt direkt hier. Der menschliche Lebensraum ist zu aufgeräumt für Insekten, das heißt, wir brauchen also irgendwie Wohnstätten. Und diese Wohnstätten darf man sich jetzt nicht vorstellen als Schlafplatz, sondern tatsächlich eher als Kindergarten, Puppenstuben. Was ganz wichtig ist, warum wir heute auch hier sind, die Röhrchen müssen entgratet sein. Das bedeutet, wenn die irgendwie fasrig sind oder kaputt sind, oder das ist gerade so das Beispiel hier, das ist schon einigermaßen eingerissen. Das ist schlecht. Wenn da jetzt das Insekt reinkriecht, kann es halt sein, dass es sich die Flügelchen verletzt und das ist dann eben meistens das Todesurteil. Wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen, dass Wiesen umso artenreicher sind, umso älter sie sind. Ja? Das heißt, wenn ich eine Wiese dahingehend immer störe, dass ich sie zwischendurch auch mal vernichte und dann wieder neu anlege, dann setze ich ja sozusagen das ganze System auf den Zustand Null wieder zurück. Ja. Es wäre schon schön, wenn wir in der Gesellschaft dahin kämen, Wiesen als Lebensräume wirklich zu akzeptieren. Ja, wir Menschen, wir greifen immer wieder in die Natur ein. Am Beispiel der Schmetterlingswiesen kann man sehen, wie das gut funktioniert. Aber wie sieht es denn eigentlich ganz grundsätzlich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur aus? Und um diese Frage zu beantworten, treffe ich mich jetzt hier zum Abschluss mit Professorin Julia Enzing und mit Lisa Marie Eberharter. Die beiden beschäftigen sich aus theologischer und historischer Sicht mit Themen wie Tierwohl, Ökologie und Nachhaltigkeit. Und was sie über das Thema Bienensterben denken, das finden wir jetzt heraus. Ja, schön, dass es geklappt hat, schön, dass wir hier sein können. Wir wollen so ein bisschen darüber reden, welche Bedeutung die Honigbiene für uns als Menschen hat und warum manche Tiere uns wichtiger sind als andere vielleicht. Vorneweg, welche Bedeutung hat sie denn, die Honigbiene? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen die falsche Frage. Also, weil wir haben uns diese Bedeutung ja selbst geschaffen. Dadurch, dass wir im Kindergarten und in der Grundschule schon immer zu Imkereien gegangen sind und gesehen haben, wie toll es ist, dass die Biene Honig für uns produziert oder auch Wachs für uns produziert, haben wir das Gefühl, dass sie ein Nutztier ist, zu der wir eine Beziehung haben. Aber wir haben keine Beziehung zu den Honigbienen und die Honigbiene hat keine Beziehung zu uns. Sie ist ein Wildtier, das eigentlich keinerlei menschliche Betreuung braucht. Aber wir glauben, dass Nutztiere genauso abhängig sind von uns wie wir von ihnen. Und das ist falsch. Kann man also sagen, es gibt Tiere, die uns mehr und manche, die uns weniger wichtig sind? Definitiv. Also man muss sagen, in allen Kulturen haben einige Tiere einen höheren Stellenwert als andere. Aber schon daran, dass das unterschiedliche Tiere sind, die jeweils einen höheren Stellenwert haben als andere, sieht man, dass wir es eigentlich sind, die den Tieren den Wert zuschreiben und nicht, dass sie den von sich aus mitbrächten. Denn erstmal sind Tiere so, wie sie sind. Sie haben einen Wert an sich. Welchen Wert schreiben wir den Insekten zu und welche Rechte räumen wir ihnen vielleicht auch ein? Also die Debatte um Tierrechte ist gerade sehr dynamisch. Das ist eines der spannendsten Felder in der Wissenschaft, finde ich. Und wenn man aber ins Tierschutzgesetz schaut, in unser Tierschutzgesetz, dann stellt man fest, dass Insekten gar keine Rechte haben. Also wirbellose Tiere haben keine Rechte. Wenn man jetzt mich fragt, sollten sie Rechte haben, würde ich sagen, definitiv. Sie haben ein Recht auf ein Leben ohne Gewalt, auf ein Leben in Freiheit, das ihrer Art entspricht, dass sie unversehrt leben können. Man spricht manchmal vom Zeitalter des Anthropozän. Was bedeutet das und was hat das eigentlich mit dem Insektensterben zu tun? Das Anthropozän ist das Zeitalter des Menschen. Und eigentlich könnten wir so stolz darauf sein, dass wir, die Menschen, als die Krone der Schöpfung ein Zeitalter haben, das nach uns benannt wurde. Das Problem dabei ist aber, dass wir uns als so intelligent empfinden und so höher gestellt in anderen nichtmenschlichen Lebewesen, dass wir massiv in die Lebensräume dieser Lebewesen eingreifen. Und wir verstehen nicht, dass wir Teil des Kreislaufes der Natur sind. Wir empfinden uns immer so als außerhalb und wir herrschen über die anderen Lebewesen, aber auch über andere Menschen. Dadurch, dass wir aber so massiv eingreifen, zerstören wir absichtlich Lebensräume und wir zerstören die Umwelt. An der Biene sehen wir, ob jetzt an der Wildbiene oder an der Honigbiene, dass es auf das kleinste Lebewesen ankommt. Dass das kleinste Lebewesen eine Funktion in einem Ökosystem hat, das nur stabil ist, wenn alle aufeinander achten. Und insofern ermahnt uns diese Biene oder das Bewusstwerden ihres Verlustes
dass wir unsere Lebensverhältnisse eigentlich überdenken müssen, dass wir umkehren müssen, dass wir nicht so weitermachen können, dass wir uns selbst in eine Katastrophe bringen, nicht nur die anderen Lebewesen. Und man könnte fast sagen, die Biene ist so etwas wie eine kleine Prophetin. Denn das ist die klassische Prophetinnenaufgabe, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie etwas verändern müssen, dass sie so nicht weitermachen können, dass sie über sich und ihre Lebensverhältnisse nochmal ganz neu nachdenken sollten. Wir Menschen nutzen Tiere für unsere Zwecke. Wir ernähren uns von ihnen oder mit ihrer Hilfe. Was wir dabei oft vergessen, ist, dass wir auch abhängig sind von unserer Umwelt. Das Bienen- und Insektensterben führt uns diese Abhängigkeit vor Augen. In den letzten Jahren haben wir die Ursachen für das Insektensterben immer besser verstanden. Wir wissen jetzt, welche Bedeutung Bestäuber für uns und unsere Nahrungsmittelproduktion haben. Und genau deswegen versuchen wir, das Problem zu lösen. Eine Landwirtschaft mit weniger Insektiziden. Mehr Lebensräume für Insekten auch hier in der Stadt und durchdacht bewirtschaftete Grünflächen können hier ein vielversprechender Ansatz sein. Vielen Dank, dass ihr bei der ersten Folge der Guten Frage dabei gewesen seid. Und jetzt seid ihr gefragt. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr über das Thema denkt. Wie lässt sich das Insektensterben noch aufhalten? Und sind am Ende vielleicht tatsächlich Bestäuberdrohnen unsere Zukunft? Und wenn ihr noch mehr Videos der TU Dresden sehen wollt, dann klickt mal hier. Das ist nämlich die erste Folge der Sitzgelegenheit. Dort erzählen euch Medizinstudierende, wie es ist, an Leichen zu lernen. Und darunter ist ein Video mit Frau Dr. Barbara Ditsch, die über Bestäuber und ihre Bedeutung für uns spricht. Und zu guter Letzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und bis zum nächsten Mal.